DDR-Museum Dr. Wolle. Frag Dr. Wolle. Ich habe durch das Spiel Stasi raus, es ist aus, von der Auflösung der Staatssicherheit der DDR gehört. Waren Sie da persönlich dabei? Und wie lief das alles ab? Ich finde das sehr begrüßenswert und auch sehr interessant, dass es inzwischen auch ein Kartenspiel gibt über die Auflösung der Staatssicherheit. Das ist entwickelt worden vom DDR-Museum gemeinsam mit der Firma Playing History und der Behörde des Bundesbeauftragten. Es war natürlich damals kein Spiel, sondern es war politisch hochbrisant. Die Dinge spitzten sich zu im Dezember 1989, als in Erfurt über der Bezirkszentrale des MfS sich da Rauchwolken zeigten und die Leute mutmaßten zu Recht, dass da Akten verbrannt werden. Und da bildete sich spontan aus der Bevölkerung heraus eine Demonstration, vor allen Dingen von Frauen, die die weitere Vernichtung von Akten unterbanden. Es entstand die Situation, dass die Bezirkszentralen und die Kreisdienststellen sich bereits in voller Auflösung befanden und groteskerweise hat in Berlin-Lichtenberg immer noch die Zentrale gearbeitet. Gerade in diesen Tagen, als es schon beschlossen war, fand eine Demonstration statt vor den Toren des MfS in Lichtenberg. Dazu hatte das neue Forum aufgerufen. Die Masse der vielleicht 100.000 Demonstranten war absolut friedlich und sie konnten das auch im Grunde nicht glauben, da überhaupt in dieses Gelände reinzugehen. Es folgten nun sehr spannende und politisch sehr wichtige Tage. Der zentrale runde Tisch hat dann zwei Historiker beauftragt, als Sachverständige eine Verfahrensweise zu entwickeln, wie man künftig hin mit diesen Akten umgehen sollte. Das war Armin Mitter, mein Freund und Kollege, und ich. Wir hatten also Beziehungen zu diesen Oppositionskreisen und galten da als vertrauenswürdig. Und wir begannen da in den ersten Tagen mit der Aufarbeitung, mit der Sicherung der Akten, mit ersten Editionen und der Vorbereitung des Stasi-Unterlagengesetzes. Es gab einige Mitarbeiter des MfS, die bereit waren, mit uns zusammenzuarbeiten, sei es nur aus Opportunismus oder sei es aus wirklicher Überzeugung. Aber das war auch notwendig und richtig. Es kam jetzt darauf an, schnell der Öffentlichkeit Resultate vorzulegen. Und zwar Resultate über die Arbeitsweise des MfS. Nicht über einzelne Spitzel. Das war nie unsere Intention. Die politische Brisanz der IM-Akten, das heißt der inoffiziellen Mitarbeiter, haben wir total unterschätzt. Wichtig war das Buch Ich liebe euch doch alle, was im März 1990 schon erschienen ist. In einer sehr, sehr kurzen Zeit haben wir das geschafft, eine Zusammenstellung von wichtigen Akten zu machen, die genau über Struktur und Arbeitsweise der Stasi Auskunft geben konnten. Damals ist es gelungen, dem Aufarbeitungsprozess eine gesicherte juristische Grundlage zu verleihen. Und genau das hat es möglich gemacht, dass wir uns heute auch mit Spaß und Freude einem Kartenspiel widmen können, was den Prozess der Stasi-Auflösung in spielerischer Form nachvollzieht. Wenn ihr selbst noch Fragen an mich habt, dann schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Ich freue mich auf euren Beitrag. Wenn ihr keine Folge von Frag Dr. Wolle verpassen wollt, dann klickt bitte auf Abonnieren.